Es gibt viele Unterschiede zwischen Männern und Frauen, aber zwei besondere, die wirklich Männer und Frauen auszeichnen. Und da hat sich eine ganze Industrie darauf ausgerichtet. Das weiß man sehr gut, da macht man riesig Geld mit. Eine der größten Versuchungen für die Männer ist es, die Blicke zu kontrollieren. Die schauen sich gerne alles Mögliche an, gerne schauen die sich auch Frauen an und gerne auch Frauen, die möglichst wenig anhaben. Und da gibt es eine milliardenschwere Industrie für. Ihr glaubt nicht, wie viel Geld damit verdient wird. Überall. Und ganz wenige, denen wir nur widerstehen können. Und das ist eine Industrie, die richtet sich 100 wäre übertrieben, aber 98% an die Männer. Das ist deren Ding. Das zu sehen, Blicke. Das ist die große Versuchung und das große Problem, die große Schwierigkeit bei den Männern. Das sind die Blicke. Und bei den Frauen ist es anders. Diese Industrie richtet sich nicht so sehr an die Frauen, aber die Frauen haben eine eigene Industrie. Wisst ihr, was die Industrie der Frauen ist? Sich zu zeigen. Sich aufzuhübschen sozusagen. Da meine ich nicht schöne Kleidung tragen. Ich meine alles, was es in einem besonderen Maße heraushebt. Mode, Make-up, Frisuren. Wir kommen aus mit 3 verschiedenen Garderoben. Jeanshose, Anzug für Feierlichkeiten und fertig. Aber bei Frauen ist es anders. Die Schuhe müssen passend zum Kleid sein und die müssen auch passend zur Handtasche sein und zum Kopftuch und zum Schmuck und zur Handyhülle. Und in Surat An-Nur sind 2 sehr zentrale Befehle von Allah. Der eine Befehl an die Männer, die Blicke zu senken. Und Allah befiehlt den Frauen, sich nicht so zurechtzumachen, dass sie halt wie wild die Aufmerksamkeit der Männer auf sich ziehen. Ganz vernünftig draußen rumlaufen, darum geht es nicht, aber es gibt eine bestimmte Art, sich zurechtzumachen, dass alle denken, oh wow, schau mal. Und Allah sagt den Frauen, das nicht zu tun. Warum ist das beides? Warum die Blicke für die Männer und das Auftreten draußen für die Frauen etwas dezenter? Damit man das Licht, was man in sich trägt, bewahrt. Denn das wird zerstört. Bei den Männern durch ihre Blicke und durch das, was sie sich anschauen, und bei den Frauen, wenn sie sich auf eine unmögliche Art, sag ich mal, präsentieren. Immer wieder betonen, es geht nicht um schöne Kleidung. Das meine ich nicht. Es gibt eine Art der Kleidung, die in Richtung von den Frauen geht, die draußen mit bestimmten Dingen ihr Geld verdienen. Das zerstört das Licht, was man in sich trägt. Aber ein Kopftuch tragen ist heute nicht so leicht. Du hast diejenigen, die neu konvertiert sind. Einige sind zurückgekommen, nachdem sie lange Zeit von wer weiß wo verbracht haben. Und das ist hart. Das ist keine so leichte Sache, ist wirklich schwer. Und einige sorgen sich und sie fragen, was kann ich tun? Sie möchten Rat und sie machen Dua und sie versuchen das einmal. Dann kriegen sie komische Blicke und dann hören sie wieder auf damit. Und wenn man so mit dieser Sache umgeht, und dann stehst du irgendwann vor Allah. Und du stehst irgendwann vor Allah und du hast es lange Jahre versucht und mal hat es geklappt und mal hat es nicht so gut geklappt mit Kopftuch hin und her, bis du es irgendwann einmal geschafft hast. Aber dann gab es Jahre, wo du es nicht geschafft hast. Dann besteht auch eine große Hoffnung, dass Allah das anschaut und sagt, das war gut. Selbst wenn du es am Ende nicht geschafft haben solltest, aber du hast es immer und immer wieder aufrichtig versucht. Dann ist eine große Chance, dass Allah das sieht, selbst das, was sich über Jahre in deinem Buch angesammelt hat und sagt, ist schon gut, passt. Das ist eine Einstellung. Umgekehrt, und das ist eine Sache des Herzens, das beobachtet man sich selber. Wenn man sich unbedingt zurecht machen möchte, ich möchte die Aufmerksamkeit von anderen, ich brauche das. Das gibt mir einfach unglaublich viel. Das steckt so in mir drin und ich will einfach nicht darauf verzichten. Und das ist der Grund, warum man das am Ende nicht macht. Das ist was anderes. Und dann musst du Angst haben, dass Allah das anschaut. Und wenn er das dann anschaut und auseinander nimmt, dann ist die Sache vorbei. Und bei dem einen besteht die große Hoffnung, dass Allah es nicht genau anschaut. Und bei dem anderen musst du dich darauf vorbereiten, dass er es doch anschaut. Und wenn er es analysiert, dann gibt es keine leichte Abrechnung und das reicht. Es reicht, wenn er einfach nur anschaut, was in deinem Buch geschrieben steht.